Was geht, meine Freunde? KobeBjoern ist am Start. Heute haben wir ein langes Video vor uns. Russell Westbrooks High School Story. Ich weiß nicht genau, was mich erwartet. Ich glaube, das ist ein Beitrag, der damals wirklich produziert wurde, als Russell noch in der High School war. Ich habe gesehen, er kommt selbst zu Wort. Ich schätze, es geht so ein bisschen in Richtung Schülerzeitungsbericht, aber er ist 11 Minuten lang. Wir haben Highlights drin. Ich habe so ein bisschen durchgeskippt. Wir haben Highlights drin. Wir haben Interviews von Russell drin, von seinen Teammates und hoffentlich ist das Ganze sogar in einer ganz coolen Geschichte verpackt. Ich will gar nicht lange rumlabern, weil das Video sowieso ewig geht, deswegen lasst uns einfach direkt anfangen. Hi, I'm Charity Bailey. Hi. Welcome to this edition of Sports Corner. Today we go one-on-one with Losing High basketball star Russell Westbrook. Now I know you might think that life for this kid is all about the game, but we found out that there's more to him than meets the eye. Seht ihr, wie lang Westbrooks Arme sind, wenn er da hinten so ein bisschen am Dribbeln ist? Underneath the blue and white jersey lies a true Olympian. Welcome to Westbrooks World. Nice, voll das gute Feature, voll gut aufgebaut. Back comes Westbrook. Westbrook, illegal coach. He can rebound, he can score, and he has a mad three-point Big shot. block on the play. I believe that was by Westbrook, who goes down, takes a shot. Great assist by Russell Westbrook. That's what the Babyface Westbrook. players do. That's 21 points for Russell Westbrook. Good fake there by Westbrook to get Russell Westbrook off the glass from the side. To Beverly. Most difficult shot in Westbrook basketball. goes baseline. Pretty shot. Great story in the day's Daily Breeze about Russell Westbrook. Everything that you read about him, it's all true. So, jetzt kriegen wir das erste richtige Highlight. Trees gets the ball back, shoots a follow. Hey, that was pretty. Russell Westbrook burst onto the scene this season in dramatic fashion. He's the kid that few college scouts and coaches knew about. But mid-season, the LA Times hailed him the best unsigned high school player in Southern California. Nice, das ist auf jeden Fall ein guter Titel. Und ich erinnere mich daran, dass Westbrook relativ overnight auf einmal kam. By season's end, he was named the 2006 Sieht aus wie Corey McGaddy hier. A-League MVP and made the CIF first team. Well, at the start of the year, my coach showed me Die Stimme? like it was something that came out in a press telegram that said I was like on the 4th or 3rd team, and he was like, at the end of the year they do another one. So as he told me that, I thought about it like, well, I gotta work on my game. The reality is that Westbrook had Mega süß, der kleine Westbrook. been working on his game since his freshman year. Here's the move. That's two off. That looks good. Russell is probably one of the hardest working kids that I've ever had. He's willing to not only work hard, but listen to the instructions that are given to him, and he's able to turn instructions into actions, and a lot of kids aren't able to do that. Das stimmt, das ist wirklich wichtig. Es gibt wenig Teenager, so im Alter 15, 16, 17, die noch auf ihre Coaches hören und dann vor allem das, was sie hören, auch wirklich umsetzen auf dem Feld. Sondern du hast oft das Problem, dass Teenager in dem Alter denken, ich bin der Star, ich weiß es besser, der Coach hat nie was erreicht, ich ziehe mein Ding durch. Dabei sieht der Coach meistens das Game einfach anders, sieht das Game von außen, während du drinnen bist. Und wenn du es dann aber trotzdem noch schaffst, als Spieler dein Ego abzulegen und das zu machen, was der Coach sagt und das aufs Feld zu bringen, dann bist du special. Westbrook was also able to take the fundamentals he learned on the football field and apply them to the hardwood. Russell played quarterback and running back, two positions that require strong leadership capabilities and physical strength. Also Physical Strength war, glaube ich, nie das Problem bei Westbrook. Selbst hier, als er skinny ist, im Vergleich zu den anderen Jungs, ist er wahrscheinlich super muskulös. Noticed until his frame grew to match his shoe size. Like the summer, like during the whole summer, I just kept growing and growing and growing, and then just stopped. And I still grow a little bit every now and then. No matter what. Darauf war ich immer so neidisch, auf diese Jungs, die einfach im Sommer auf einmal richtig groß zurückkamen, so einen Kopf größer waren als ich. Ich sage das immer wieder, ich bin super spät gewachsen. Ich habe das Gefühl, ich bin erst so richtig gewachsen mit 16 oder 17. Dann auch ziemlich krass, aber da waren die anderen alle schon irgendwie weiter weg. Und ich bin auf 1,88 gewachsen, was nice ist, aber ich war immer neidisch auf meine Freunde, die dann einfach wirklich so 1,95 und größer wurden. Neidisch ist das falsche Wort, aber ich wäre es gerne gewesen. Russell's height, whoever was going to be, he was always going to be a really good player because his talent and his heart were always large size. And Gets it back to Westbrook. Wants to drive the lane, stops at the elbow. Nice follow-away jump shot. Nice jump shot by Westbrook. As a senior on the Olympian squad, Westbrook understood what Coach Morris required of him and his teammates. Last season, the coaching staff challenged Russell to become more of a vocal leader. But according to his teammates, his actions were louder than his words. I was here one day
And coach Sieht voll aus wie Isaac Bonga. had always tried to show me. I didn't feel comfortable, and then eventually Russell pulled me to the side one day and was like, shoot it like this, and maybe. Westbrook spent the most time in Coach Morris's system. He knew what was required for his team to win. But winning didn't just happen overnight. It started after each player learned the art of teamwork. Well, it feels good because I know a lot of my teammates they always gonna have my back. If my shot's not falling, one of their shots gonna be falling. If Daniel's shot's not falling, then everybody just gonna play that role because everybody on the team got a different role, and I think everybody know what role they need to take and what time to do it. Das ist auch so wichtig in der Mannschaft, dass jeder seine Rolle kennt und jeder seine Rolle wirklich auch embraced. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du im Team zwar die Rollen verteilt hast, aber manche fühlen ihre Rolle nicht und versuchen dann während des Spiels auszubrechen aus dieser Rolle. Dann kann sich das ganze Team nicht mehr aufeinander verlassen, weil jeder macht irgendwas, was eigentlich nicht seiner Rolle entspricht. Ganz, ganz großes Problem, vor allem meiner Erfahrung nach in den Herrenmannschaften, weil du da dann einfach oft Leute hast, die keinen Bock haben, eine bestimmte Rolle zu bedienen, sondern die einfach machen wollen, was ihnen gerade in den Kopf springt, anstatt dass sie nachdenken und sagen, okay, mein Team braucht das und das von mir, dann gebe ich meinem Team genau das und das. Most of Westbrook's teammates considered him the star on the team and thought of themselves as the supporting cast. Every shot falls for him. If a shot doesn't fall, then, as I said, we the cast, we help him, we give him time to get his rhythm. Then once it falls, it's just there. It's that kind of attitude that has set the stage for some of Russell's biggest performances. His teammates say that he played many roles on this team, and so he had different personalities. Sometimes he was loud, and sometimes he'd sit quietly in the locker room to visualize the game at hand. Okay, mein Bro hat gerade den Close-Up an der Kamera gefunden und hat sich gedacht, yep, den nutze ich aber sowas von in der Doku. His vision became a reality during the West Torrance game when he saw a chance to dunk the ball at the end of the fourth quarter. Here he comes, flying in for the slam dunk. He sealed the deal on the Bay League title and came through on something that he and his teammates had been planning for a long time. Watch, we gonna have a home game. It's gonna be all the fans, everybody here. And he's gonna get a breakaway and do what he do, and that's what he did. Westbrook always finds a way to break away from the competition, whether it be in the classroom or on the court. He has a 4.0 grade point average. Das habe ich auch schon gehört, dass Westbrook verdammt gut in der Schule war. So ein 4.0 ist, glaube ich, sogar 1,0, oder? Oder 1, also auf jeden Fall ein 1-Schnitt. Like when we get our report cards and stuff, they talk to us about making it better or whatever. Family upbringing has a lot to do with Russell's success in the classroom, but Coach Morris knows the discipline that is needed to play basketball. Morris says it's that same discipline that spilled over into other areas in Westbrook's life. A lot of kids, go to school almost because they have to, and people play basketball because they want to. It's not something that you have to do. So if you're able to go ahead and go to school and be disciplined in that aspect, when you finally do something you want to do, you have the same discipline. Discipline is a major component in Russell's success, whether it be a casual pickup game with his brother or a practice session with his teammates. He plays to win in every area of his life. Das Oversize-Shirt zum Training macht überhaupt keinen Sinn. Also wer so zum Training bei uns früher gekommen wäre, den hätte der Coach nach Hause geschickt, weil du kannst dich nicht ordentlich bewegen in dem Ding. He's a natural competitor. It's a trait that father and son both share. If I lose, but I feel that I could beat you, I'm gonna keep trying. I mean, it's many times he didn't put hands on me, but I lose by 3 points. I want to play again. If I beat him by 3, you better believe he's gonna come back and blow me out by 30. I don't like losing. I don't like being like the second, or I always want to be at the top. I don't want to be in the middle, the bottom, average. I just want to always be the top and just try to strive for the best. Viele Leute sagen das, aber Westbrook ist auf jeden Fall so ein Kaliber, wo ich sage, 100% glaube ich ihm das. Der Junge will in nichts verlieren. The best is what Westbrook gives to the game, and so the best is what he gets in return. At least 4 times a week, and before every game, he goes out and shoots around with his dad to warm up his shot. Both father and son agree that perfection is the key to success. It's a certain shot that he wants, and if it goes in, it's not a shot he wants, he's not going to like it. So until I get the certain shot that he wants and a certain move and the speed he wants, then I just got to keep striving to the speed that he wants.
Solche Coaches hatten wir auch, die sogar sauer wurden, wenn wir gescored haben, weil sie gesagt haben, das war nicht das richtige Play. Also wir sind vielleicht ein Play, hätten wir laufen sollen, wir sind dann aber zu früh ausgebrochen, haben trotzdem den Bucket gemacht und dann auf der Bank haben wir aber einen Anschiss bekommen, weil wir es eben nicht konsequent zu Ende gelaufen sind. In dem Moment kann man das dann immer nicht genau nachvollziehen, so basically nach dem Motto, was willst du denn von mir, wer trifft hat recht, wir haben doch gerade gepunktet. So im Nachhinein versteht man dann auch die Vision des Coaches, okay, es geht darum, klar, du konntest jetzt in diesem Play an der Stelle ausbrechen gegen dieses Team, aber du musst das Play öfter komplett durchlaufen für die wirklich harten Gegner und dann auch scoren können. If you want something in life and you want it right, you go out there and get it. Kirk has his shot blocked from behind by Russell Westbrook. That's block number 12 on the season for him. Russell, Ich dachte schon in dem Spiel Block Number 12. a real laid back and relaxed guy, but when he steps onto the floor and he starts playing another attitude or another mind state comes in, and that's what being a competitor is. Coach Moore says that most great athletes have two different personalities. Not in my house. Westbrook's teammates agree that his alter ego appears as soon as his feet hit the hardwood. Ist es bei euch auch so? Ich beobachte das bei mir nämlich auch. Wenn ihr meine Teammates fragen würdet, wie bin ich in der Umkleide oder vor dem Spiel so unter den Leuten, ich bin einfach der ruhigste Typ. Ich rede so gut wie mit niemandem. Ich bin einfach sehr laid back. Keine Ahnung, habe nicht wirklich besonders Stress oder push mich besonders hoch. Aber sobald ich aufs Feld gehe, bin ich wirklich ein anderer Mensch. In der Defense, manchmal trash-talk ich sogar und das ist überhaupt nicht meine Attitude. Auf der Straße, ich würde nie jemanden dumm anreden oder mich überhaupt mit jemandem anlegen, wofür auch. Aber auf dem Basketballfeld, da kommt einfach so ein alter Ego wirklich raus. Schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ihr das auch habt. Würde mich mal interessieren. Oder ob das wirklich nur ab und zu bei Leuten vorkommt, wie es bei mir und scheinbar auch bei Westbrook. We call him Mighty Russ over there. So, like when he be in the game or whatever, or even when we practice, like when he get the ball, like it's go time, and then Chris just scream out, Mighty Russ, Mighty Russ. Man, we all say that as a joke. Oh, geiler Chris. Westbrook for three. This season, Mighty Russ caught the attention of larger universities after his half-man, half-amazing performance against Carson High School. Wo ist er nochmal hingegangen? UCLA, glaube ich, war Westbrook, oder? Ja, mit K-Love sogar. That's the hardest game I played. Cause I was like, that game, it started off all wrong. I didn't ride the bus with the team. I came to the game kind of late. They was in the locker room, and it was like all messed up. What started off as Wir hatten mal einen Coach, der meinte, dass er das am meisten liebt vor einem Spiel, wenn er im kompletten Chaos lebt. Also der hatte uns gefragt, wie bereiten wir uns aufs Spiel vor? Und dann haben wir alle gesagt, ja, wir mögen das, wenn wir immer den gleichen Rhythmus haben, dieses Standardzeug. Und er meinte dann, bei ihm ist es ganz anders. Er wünscht sich eigentlich immer zu spät zum Spiel zu kommen. Am besten hat er noch Streit mit seiner Frau oder Stress mit seinem Kind. Das hat dem irgendwie total viel gegeben. shaky game for Westbrook ended in a victory for Lusinger and a new record for the books. I said, Russ, you know, you had 51. He said, yeah. And then I was like, man, you lucky. Some would call it luck, but Russell credits his success to his faith and relationship with God. Wie im John Wall Video. Ich weiß nicht, ob das schon online kam. Ich habe die beiden hintereinander recorded, aber im John Wall Video gibt es auch viel um Religion. God's got me here, so I pray every night before I go to bed and pray that good things happen for me and my family and my teammates and my coaches, and pray that everything go good and just pray everybody stay safe. Sagen das deutsche Talente eigentlich auch? Vielleicht im Fußball, weil die da mehr Exposure haben? Also kennt ihr solche Berichte über Fußballer, 15-, 16-, 17-Jährige, die halt an der Schwelle sind zum Profivertrag oder ähnliches? Gibt es da auch welche, die so offen und viel darüber sprechen, was sie für eine Beziehung mit Gott haben? Oder ist es schon eher eine US-amerikanische Sache? Regular part of Westbrook's life. He had to lean on his faith when tragedy struck during his sophomore year. His best friend and teammate, Kelsey Bars, died. The dark experience changed his life and shifted his focus. He says it helped him to see life for what it really is. Das tut mir leid für ihn, das ist tough. Well, it made me look at it different because it was like, well, I can't take nothing for granted. So it made me think like, I need to keep my head on straight, to stay focused. Yeah, that lifted me because that day we was playing, like, you know, we was having a good time and we was talking about, like, what we was going to do as a season then. Just like he just fell out and then it just changed a lot of things. So, man, I know, like, you know, we got to do this for him. Like, the season was dedicated for him. Last year's season was dedicated. Every season here is dedicated, as I'm here, is dedicated to him. Russell has dedicated his life not only to his late friend,
but to his parents and younger brother. He says that basketball has given him a chance to better himself and make his parents proud. They never miss a game. I don't care if it's a scrimmage game. They never really miss no game. They always come support me, and always every time I see them, you know, makes me even more eager to play harder. Shoutout an seine Eltern, das ist wirklich cool, weil viele Eltern schaffen es auch nicht, berufsbedingt zu den Games zu gehen. Meine Eltern waren jetzt nicht super oft bei meinen Spielen. Das ist schon was Besonderes, wenn deine Eltern zugucken kommen. Deswegen Shoutout an alle Eltern und an alle älteren Geschwister oder Onkel oder Tanten, wer auch immer. Und so ein bisschen die Jugend supporten. Das bedeutet wirklich viel für die Spieler auf dem Feld. Westbrook's family will continue to support him next season. He recently signed a letter of intent to attend UCLA next fall and says that he chose to play with the Bruins because it's a good school and he likes the level of competition in the Pac-10. I just want to thank God for giving me this opportunity and thank my mom, my dad, my little brother, my coach, and all my family members and friends for coming out, see me going to college. Russell is preparing to Hat mega uncomfortable gewirkt. walk into the next phase of his career, but says that the road he has traveled thus far has taught him a lot about life. He's learned that hard work, a strong work ethic, positive attitude, and fun make up the formula for success. For Sports Corner, I'm Charity Bailey. Sehr cooles Video, muss ich sagen. Wirklich ein guter Beitrag, schön beleuchtet, eine Menge Insights von Westbrook, von seinen Teammates, von den Coaches. Alles gut aufgearbeitet, schöne Shots dabei. Also wirklich Props an der Stelle. Originalvideo ist wie immer unten verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei, zeigt ein bisschen Liebe. Ich bin jetzt raus. Wenn ihr es bis zum Ende geguckt habt, schreibt gerne mal in die Kommentare UCLA. Dann weiß ich, dass es ein paar bis zum Ende geguckt haben. Ich bin jetzt erstmal raus. Danke fürs Zuschauen. Jeden Tag ab 16 Uhr kommt hier ein neues Video. Haut rein, meine Freunde. Peace.